Das Jahr 2025 ist schon wieder verflogen wie nichts und neigt sich allmählich dem Ende zu. Was für mich bedeutet, euch die bisher bekannten neuen Autos fürs nächste Jahr 2026 zu zeigen. Los geht's! Zum Jahresende habe ich heute eine große Vorschau geplant mit den wohl interessantesten neuen Elektroautos für 2026. Und darunter hat sich ja eventuell auch die ein oder andere Perle versteckt. Den Anfang macht der Mercedes CLA Shooting Brake und der stellt die Kombi-Variante der 2025 eingeführten Limousine dar. Das Modell wurde im Juli 2025 vorgestellt, die Bestellungen begannen Ende November 2025, aber das Auto ist beim Händler erst im März 2026 erhältlich. Die Preise starten bei 54.241 € unter Berücksichtigung des Herstellerrabatts von Mercedes. Die Version 250 Plus bietet eine Normreichweite von 761 km, die mehr als stattlich ist. Die Abmessungen entsprechen nahezu denen des normalen CLA EQ. Jedoch ist der Kofferraum durch die große Heckklappe besser zugänglich als bei der Limousine. Der Mercedes GLC EQ stellt das erste Fahrzeug dar, das auf der MB.EA-Plattform basiert. Wie die direkten Mitbewerber BMW iX3 und Volvo EX60 verfügt er über ein 800-Volt-System. Das Einstiegsmodell ist der GLC 400 4MATIC EQ, der mit einem Zweiganggetriebe an der Hinterachse und 360 kW ausgestattet ist. Zusätzlich ist eine Batterie mit einem Nettovolumen von 94 Kilowattstunden verbaut. Dies ergibt eine WLTP-Reichweite von 713 km, beachtlich, aber rund 100 km weniger als bei BMW. Die Aufladung erfolgt mit einer Leistung von bis zu 330 kW. Luftfederung und Hinterradlenkung sind optional erhältlich. Die Bestellungen konnten ab Ende Oktober 2025 aufgegeben werden. Die Preise starten bei 71.281 € laut Listenpreis bzw. 67.717 € mit Herstellerrabatt. Im Frühjahr 2026 wird mit der Auslieferung begonnen. Der serienmäßige Alpine A390 wurde bereits im Mai 2025 präsentiert und mittlerweile kann der fünftürige Elektro-Crossover auch konfiguriert werden. Die Plattform AMP-R Medium bildet die technische Grundlage und kommt auch bei Renault Megane und Scenic sowie Nissan Ariya und Leaf zum Einsatz. Die Erscheinung ist ebenso sportlich wie bei der Studie. Wie dieses Modell wird auch die Serienversion von 3 Elektromotoren angetrieben, einem vorn und 2 hinten. Das Resultat sind wahlweise 295 oder 345 kW. Beide Versionen erhalten einen 89 Kilowattstunden Akku, der eine eher enttäuschende Reichweite von 555 km bietet. Die Preise starten bei 67.500 €. Bereits jetzt kann der BMW iX3 auf Basis der neuen Klasse in der Version 50 xDrive konfiguriert werden, die Auslieferung erfolgt jedoch erst im Frühjahr 2026. Die Basisversion verfügt über einen Allradantrieb mit 345 kW Leistung sowie eine große Batterie mit 109 Kilowattstunden. Daraus resultiert eine wahrhaft bemerkenswerte Reichweite von bis zu 805 Kilometern. Beeindruckend ist auch die Ladedauer des Mittelklasse-SUVs mit einer Länge von 4,78 Meter. Sie liegt lediglich bei 21 Minuten. Bei der großen Batterie ist das wirklich schnell. Das Auto kostet 68.900 € und ist damit im Vergleich zum Audi SQ6 deutlich günstiger. Der Cadillac Lyriq, der etwa 5 Meter misst, ist seit 2024 in Deutschland erhältlich. 2025 kam der noch größere Vistiq hinzu und 2026 folgt der kleinere Cadillac Optiq. Der 4,82 Meter lange Neuling ist in Deutschland stets mit einem Allradantrieb von 224 kW und einer Batterie mit nur 75 Kilowattstunden Nettokapazität ausgestattet. Dies führt zu einer WLTP-Reichweite von nur 425 Kilometern. Das Modell weist beim Laden mit Gleichstrom ebenfalls keine hohe Qualität auf. Die Ladegeschwindigkeit beträgt 1,5 Kilowattstunden pro Minute. Mit diesen technischen Daten sind die Preise aber irre. Die Basisversion kostet 65.000 €. Electric Urban Car Family. Dieser Begriff steht für die neuen Einstiegsstromer des VW-Konzerns. Als erster Vertreter kommt der 4,05 Meter lange und 1,52 Meter hohe Cupra Raval. Er war auf der IAA als getarntes Serienmodell zu sehen, die echte Weltpremiere soll jedoch erst 2026 in Barcelona stattfinden.
El Raval ist der Name eines Stadtteils der spanischen Metropole. Es werden Frontantriebe mit 155 und 166 kW angekündigt, die jeweils mit einer 56 Kilowattstunden Batterie kombiniert werden. Es ist anzunehmen, dass schwächere Varianten und eine kleinere LFP-Batterie folgen werden. Peugeot E3008 und E5008, Opel Grandland Electric, Citroën EC5 Aircross sowie DS Nummer 8. Diese Modelle beruhen alle auf der STLA Medium-Plattform. Jetzt kommt noch der elektrische Jeep Compass dazu. Zu Beginn ist nur der bekannte Fronttriebler mit 157 kW und 500 Kilometer Reichweite verfügbar. Für 47.900 € ist eine Altitude-Version erhältlich, die Preisliste startet mit dieser. Daraufhin werden der ebenfalls bekannte Fronttriebler mit 170 kW und großer Batterie sowie als Jeep-Spezialität ein Allradler mit 276 kW folgen. Die maximale WLTP-Reichweite wird 650 Kilometer betragen. Im 4. Quartal 2026 soll dieser echte Elektro-Offroader auf den Markt kommen. Der Jeep Recon hat einen leistungsstarken Allradantrieb mit 476 kW und eine große 100 Kilowattstunden Batterie. Zu den Besonderheiten zählt, dass wie beim Verbrennermodell Jeep Wrangler die Türen und teilweise auch die Scheiben abnehmbar sind. Die Plattform STLA Large, die auch den Dodge Charger Daytona trägt, bildet die technische Grundlage. Die Plattform unterstützt zwar auch 800 Volt, aber der Jeep und der Dodge verfügen über ein 400 Volt System. Die Preise sind noch nicht bekannt gegeben. Der Jeep Wagoneer S, der in den USA bereits seit 2024 erhältlich ist, soll laut Angaben bei der Fahrvorstellung des Compass im Herbst 2026 nach Europa kommen. Das Elektro-SUV mit einer Länge von 4,89 Meter basiert wie der Recon auf der neuen STLA Large-Plattform, ist jedoch ein normales SUV. Ein 100 Kilowattstunden Akku dient auch hier als Energiespeicher, eine WLTP-Reichweite ist noch nicht verfügbar. Der Allradantrieb bietet hier 447 kW, was echt stark ist. Der DC-Schnelllader soll es ermöglichen, die Batterie in 23 Minuten von 20 auf 80% aufzuladen. Die Basisversion kostet in den USA 65.200 US-Dollar. Wann wird der Lancia Y Electrica in Deutschland erhältlich sein? Der noble Elektro-Kleinwagen sollte eigentlich Mitte 2025 verfügbar sein, doch bisher kann man ihn nicht bestellen. Das Auto kann in Italien ab einem Preis von 34.900 € erworben werden. Zusätzlich zum bekannten 115 kW Antrieb ist eine HF-Version mit sportlichen 177 kW angekündigt. In beiden Fällen dient die PKW-Batterie aus dem ECMP-Baukasten mit einem Bruttowert von 51 Kilowattstunden und einem Nettowert von 48 Kilowattstunden als Energiespeicher. Die SUVs haben ein paar Kilowattstunden mehr. Der Renault Scenic Electric hat einen Klon namens Mitsubishi Eclipse Cross. Er erhält zuerst immer den 160 kW Frontantrieb sowie die 87 Kilowattstunden Batterie mit einer WLTP-Reichweite von 635 Kilometern. Für diesen Einstieg zahlt man 47.990 €. Das Auto kostet etwas weniger als der entsprechende Scenic Long Range, der bei 48.900 € beginnt. Der Preis steht seit Ende Oktober fest, aber das Auto kann bisher nicht konfiguriert werden. Auf der Website steht, der neue Eclipse Cross wird Ende 2025 in Deutschland erhältlich sein. Im Laufe des Jahres 2026 wird eine Midrange-Variante erscheinen. Obwohl der elektrische Nissan Micra schon bestellbar ist, erfolgt die Auslieferung erst ab 2026. Die technische Grundlage bildet AMPR Small, die Plattform, auf der auch der Renault 4 und 5 Electric und der Alpine A290 basiert sind. Der R5 übernimmt die Batterien mit 40 und 52 Kilowattstunden sowie die Antriebe mit 90 bzw. 110 Kilowatt. Die Reichweiten liegen bei 317 und 416 Kilometer. Die Preise, die sich am R5 orientieren, beginnen bei etwas weniger als 28.000 €. Eine Besonderheit des Nissan ist, dass er auch in Blau erhältlich ist, während Renault beispielsweise Gelb und Grün anbietet. Nissan präsentierte im Juni 2025 neben dem Micra seine zweite Elektroneuheit, die neue Generation des Nissan Leaf. Technische Grundlage ist die CMF EV. Nissan bezeichnet damit die Plattform des Ariya, während Renault sie als AMPR Medium neu benannt hat. Der Leaf ist in 2 Varianten erhältlich, beide mit Frontantrieb.
Die Basisversion hat 130 kW und eine Reichweite von etwa 440 km, während die gehobene Variante 160 kW bietet und bemerkenswerte 622 km schafft. Der Neuling kann derzeit noch nicht bestellt werden, aber Nissan gibt an, dass die Preise unter 37.000 € beginnen. Die Long-Range-Variante kostet weniger als 42.000 €. Das neue Topmodell der schwedisch-chinesischen Marke ist der Polestar 5. Wie der Polestar 4 kommt auch der viertürige Grand Tourer ohne Heckscheibe aus. Der Polestar 5, der eine Länge von 5,9 Meter aufweist, soll sich mit dem Porsche Taycan Lucid Air, Tesla Model S, Mercedes EQS und BMW i7 messen. Er bekommt Allradantriebe mit einer Leistung von 550 bzw. 650 kW. Der 106 Kilowattstunden Akku bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 670 km und das 800-Volt-System ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 350 kW. Dies ist zwar gut, aber nicht außergewöhnlich. Die Launch Edition kann bereits konfiguriert werden und zwar zu Preisen ab 118.600 €. Selbst die Motorisierung mit Performance-Anspruch schlägt mit 141.600 € zu Buche. Der Elektro-Macan, der 2024 auf den Markt kam, und der Cayenne Electric sind zwei Porsche-Modelle, die auf der Premium-Plattform Electric PPE basieren. Die Plattform wurde allerdings deutlich umgestaltet. Der Motor im Heck und die Batterie unterscheiden sich grundlegend. Die Batterie kann zudem induktiv über eine Bodenplatte aufgeladen werden. Die Grundausstattung mit einem Allradantrieb von 325 kW kostet 105.200 €, während der Turbo mit bis zu 850 kW einen Preis von 165.500 € hat. Beide Varianten können bereits bestellt werden, aber der Marktstart erfolgt erst zur Mitte des Jahres 2026. Der elektrische Range Rover wird ebenfalls nicht mehr im Jahr 2025 starten. Tragen Sie sich in die Warteliste für den Range Rover Electric ein, um 2026 die Chance zu erhalten, das Fahrzeug als einer der ersten vorzubestellen, steht auf der Website. Immerhin sind mittlerweile einige Daten des Range Rover Electric bekannt. Er verfügt über eine 800-Volt-Technik und eine Batterie mit 117 Kilowattstunden. Die Reichweite beträgt nur 480 Kilometer, was wenig beeindruckend ist. Zwei permanent Magnet-Synchronmotoren liefern eine Antriebsleistung von 410 kW. Der neue Renault Twingo Electric nutzt die gleiche Plattform wie Renault 4 und Renault 5, erhält jedoch eine völlig andere Batterie mit LFP-Chemie und Cell-to-Pack-Bauweise sowie einen anderen Antrieb mit Permanent-Magnetmotor anstelle eines elektrisch erregten Synchronmotors. Der Motor mit 60 kW Leistung bringt den 3,79 Meter langen Kleinstwagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Die WLTP-Reichweite beträgt nur 263 Kilometer. Die Aufladung erfolgt mit bis zu 50 kW. Laut Renault beginnt die Bestellung im Januar und die Preise sollen unter 20.000 € liegen. Die Auslieferung erfolgt ab März 2026. Der Subaru Uncharted und der Toyota CHR Plus sind technisch identisch. Sie unterscheiden sich nur im Design und in der Bodenfreiheit, wo der Subaru mehr bietet. Anders als beim Solterra, der ebenfalls ein Toyota-Zwilling ist, werden beim Uncharted auch Fronttriebler angeboten, nicht nur Allradler. Die Preise hat Subaru noch nicht verraten, aber der Marktstart ist auch erst für das Frühjahr 2026 geplant. Der neue Toyota CHR Plus hat kaum mehr gemeinsam mit dem fast gleichnamigen Hybridmodell CHR als nur den Namen. Das Coupé-SUV ist enger verwandt mit dem BZ4X, der auf derselben Plattform ETNGA basiert, jedoch 17 cm länger ist. Geplant sind ein Fronttriebler mit 123 kW und einer 58 Kilowattstunden Batterie, ein weiterer Fronttriebler mit 165 kW und einer 77 Kilowattstunden Batterie für eine Reichweite von 609 km sowie ein Allradfahrzeug mit 252 kW. Die maximale Reichweite beträgt 609 km. Die Preise sind noch nicht bekannt gegeben. Auf der Website von Toyota steht, der Marktstart des Fahrzeugs wird voraussichtlich Ende 2025 sein. Erstmals bringt Toyota eine batterieelektrische Variante des Hilux Pickups auf den Markt. Sie bekommt eine Batterie mit schmalen 59,2 Kilowattstunden, die nur eine WLTP-Reichweite von 240 Kilometer bietet. Der Allradantrieb hingegen ist kräftig. Die Systemleistung ist vom Hersteller noch nicht angegeben, jedoch bieten die E-Motoren vorne 205 Newtonmeter und die hinten 268 Newtonmeter.
Im Jahr 2028 ist eine weitere Variante mit Brennstoffzellen geplant. Anfang Januar wird man wohl mehr darüber erfahren, wenn das Modell auf der Automesse in Brüssel präsentiert wird. Der Hersteller Winfast scheint in Deutschland erneut an Boden zu verlieren. Der Showroom im Münchner Zentrum wurde wieder geschlossen. Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2025 wurden lediglich 166 Fahrzeuge des vietnamesischen Herstellers in Deutschland zugelassen. Es scheint jedoch, dass der VF7 im Jahr 2026 eingeführt werden soll. Das Auto ist mit einer Länge von 4,54 Meter ein Vertreter der Kompakt-SUVs. Es wird immer eine 75 Kilowattstunden Batterie als Energiespeicher eingebaut, aber man kann zwischen einer 150 kW Eco-Variante und einem Allradfahrzeug mit 260 kW wählen. Laut deutscher Website liegt die WLTP-Reichweite bei bis zu 450 Kilometern. Dort sind die Preise noch nicht aufgeführt. Zunächst war der Name ID.2 vorgesehen, nun wird er als VW ID Polo veröffentlicht. Der ID Polo gehört wie der Cupra Raval zur Electric Urban Car Family und basiert auf einer verkürzten, weiterentwickelten Version der MEB-Plattform mit Frontantrieb. Derzeit existieren nur Fotos der getarnten Serienversion. Es wurde jedoch verraten, dass der Elektro-Polo mit einem neuen Elektromotor namens APP 290 ausgestattet wird, Silizium-Carbid-Inverter für einen geringen Verbrauch sowie Batterien mit 38 und 56 Kilowattstunden erhalten wird. Die Reichweite soll maximal etwa 450 Kilometer betragen und die Preise sollen bei 25.000 Euro beginnen. Die offizielle Weltpremiere soll erst im Frühling 2026 stattfinden. Auch die Marke Zeekr, die zu Geely gehört, startet nun in Deutschland und gehört zu den China-Marken. Der Zeekr X, der eine Länge von 4,43 Meter aufweist, ist das kleinste Modell von 3, die seit dem 1. Dezember 2025 bestellbar sind. Es werden ein 200 kW Heckantrieb und ein 315 kW Allradantrieb angeboten. Die maximale Reichweite beträgt nur 446 Kilometer. Die Preise starten bei 37.990 Euro, während die Variante mit der höchsten Reichweite 42.490 Euro kostet. Bereits im Januar sollen die Auslieferungen beginnen. Das zweite Modell von Zeekr, das gleichzeitig mit dem X seit dem 1. Dezember bestellbar ist der Zeekr 7X, ein Mittelklasse-SUV mit 800-Volt-Technologie. Der größere der beiden Akkus mit etwa 100 Kilowattstunden soll in nur 16 Minuten von 10 auf 80% aufgeladen werden können, damit zählt das Fahrzeug zu den besten. Zudem hat das Auto in der Long-Range-Version eine WLTP-Reichweite von 615 Kilometer, während die Top-Version mit 475 kW Allradantrieb in nur 3,8 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Es gibt optional eine Luftfederung und elektrische Türen. Die Kosten für das Auto als Long-Range betragen 57.990 Euro. Der dritte im Zeekr-Bunde ist der 001, ein Crossover mit einer Länge von knapp 5 Metern und einer Höhe von 1,56 Meter. In China existieren Varianten mit 800-Volt-Technologie, jedoch wird in Deutschland voraussichtlich die 400-Volt-Version eingeführt. Sie sind wahlweise als Long-Range-Version mit einem 200 kW Heckantrieb und einer WLTP-Reichweite von 620 Kilometer oder mit einem 400 kW Allradantrieb und einer Reichweite von 585 bis 594 Kilometer erhältlich. Die Variante Long Range kostet 59.990 Euro. Na, wenn das mal nicht eine lange Liste war. Für 2026 scheinen nicht nur die deutschen und europäischen Hersteller einigermaßen aufgewacht zu sein, auch die asiatischen Modelle sind wieder sehr interessant. Welches Auto interessiert euch am meisten? Und fehlt vielleicht ein Modell in der Liste? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!